Ja, das wollen wir doch. So, dann legen wir doch gleich mal los. Ja, danke, dass ihr am Abend noch so fit seid und alle noch in den letzten Vortrag des heutigen Tags geht. Ein kleiner Abschluss, eine kleine Rundreise durch ein bisschen Colette. Warum Colette? Wir haben den 50. Geburtstag der Colette-Serie tatsächlich in diesem Jahr. 1974 ist dieses Mikrofonsystem entstanden und ich rede jetzt über aktuelle Produkte, die diese Colette-Serie beinhaltet und die tatsächlich dieses Jahr neu vorgestellt wurden und noch kompatibel sind zu den Anfängen der Colette-Serie. Eigentlich was kaum vorstellbar ist in der heutigen Zeit. Deshalb mag ich es heute nochmal betonen. Und es kommen tatsächlich ganz viele aktuelle Messungen und Produkte hier vor. Aber wenn ich Jörg Wuttke hier sehe, es kann kein Colette-Vortrag, ohne dass wir Jörg Wuttke hier erwähnen. Steh mal kurz auf. Ein Applaus für den Erschaffer der Colette-Serie 1974. Nichts macht mehr Spaß, als so eine Tradition weiterzuführen und immer weiter zu verbessern. Und ich bin ganz froh, dass es jetzt hier ein Produkt wie in dem Fall das digitale Mikrofon, zu dem ich später komme, gibt, was tatsächlich die MK-Kapseln nochmal eine Stufe höher hebt. Und das ist eigentlich das Ziel bei so einer Serie. Weitergehen, Kompatibilität erhalten, weitergehen, praktischer werden, besser werden. Hier haben wir die Fotos aus dem Jahr 73 bzw. 74 von der damaligen Colette-Serie. So sah das aus und nicht ganz so unähnlich ist es auch heute noch. Ja, und in den 90er Jahren waren diese drei Herren nicht ganz unschuldig daran, dass es ein internationaler Erfolg wurde und bis heute ist. Ich mag mich heute im ersten Teil auf diese 6 Richtcharakteristika konzentrieren und ein bisschen die Unterschiede und die Ähnlichkeiten hervorheben. Denn was uns immer wieder auffällt in unserer aktuellen Entwicklung, wir arbeiten ja ganz viel an der Fertigungsverbesserung, an der Qualitätsverbesserung, an der Verbesserung der Konstanz und der Fertigungsqualität. Die bei der Führung waren, können das, glaube ich, ein bisschen nachvollziehen, wenn Sie es vergleichen mit vor ein paar Jahren. Und da sind wir täglich beschäftigt mit diesen Produkten und mit den Messwerten, die wir dazu haben. Und immer wieder fällt uns auf, dass es eine ganz enge Verbindung zwischen gerade diesen 5 axialen Kapseln, aber auch den anderen MK-Kapseln. Trotz ihrer Unterschiede haben sie alle dasselbe Designprinzip und dasselbe Klangprinzip auch, das dahinter steckt. Und darauf mag ich ein bisschen eingehen heute. Wenn wir über die Unterschiede zwischen diesen 6 Typen reden, dann müssen wir natürlich ganz am Anfang erstmal auf den Unterschied Druckempfänger, Druckgradientenempfänger zu sprechen kommen, ohne jetzt schulbuchmäßig wirken zu wollen. Deshalb schauen wir einfach direkt mal in die Konstruktionszeichnung rein. Auf der linken Seite haben wir den Druckempfänger, also die MK2. Auf der rechten Seite einen Druckgradientenempfänger, die MK4. Und der Unterschied ist klar, wie der Name schon sagt. Beide bekommen Schall von vorne. Bei der Kugel war es das dann auch schon, deshalb ist er der reine Druckempfänger. Der Schalldruck auf der Vorderseite der Membran entscheidet über die Auslenkung. Bei der Niere ist es anders, da kommt auch noch Schall von hinten an die Membran über ein Laufzeitglied. Das heißt, der Druckunterschied zwischen vor und hinter der Membran entscheidet über die Auslenkung. Und jetzt ist natürlich über dieses Laufzeitglied einstellbar, wie lange dieser Pfad ist und wie dieser Pfad ausgestaltet ist. Das heißt, hier kann ich die Richtcharakteristik einstellen, den Anteil des Kugelanteils und des Achteranteils, als auch natürlich durch die akustische Filterung, die in diesem Zweig stattfindet, über die Natur der Richtcharakteristik. Und so gibt es diese generellen Unterschiede. Hier haben wir mal die unterschiedlichen Anteile dargestellt zwischen diesen 6 Typen. Man sieht den Kugelanteil von links von der MK2 bis zur 8 abnehmen. Also links der reine Druckempfänger, rechts der reine Druckgradientenempfänger und graduell mit verschiedenen Typen, die teilweise erst
Nach ein paar Jahren, nach Beginn der Serie entstanden, die jüngste Kapsel ist hier die offene Niere, die MK22, die ich heute dankenswerterweise schon ein paar Mal gehört habe. Das heißt, hier haben wir wieder eine Lücke gefüllt, wie man hier sieht, und auch wieder eine neue Eigenschaft von Kapsel erzeugt. Der generelle Unterschied, das ist, glaube ich, sehr bekannt, zwischen diesen Extremtypen Kugel und Acht, liegt in der Richtwirkung, in der Basswiedergabe, im Nahheitseffekt und auch zum Beispiel in der Körperschallempfindlichkeit. Und mit allen Typen zwischendrin ist es jetzt ähnlich. Je nachdem, wie der Kugelanteil ist, wie der Achteranteil ist, haben die mehr oder weniger von diesen Eigenschaften. Und das kann man ganz gut sehen. Wir fangen mal mit der Richtcharakteristik an. Wir haben hier eine Art und Weise, die Richtcharakteristik zu beschreiben. Und zwar der Pegel von der Seite. Ich habe hier mal ein Colette-Mikrofon mitgebracht. Das heißt, wir schauen uns 90 Grad an, von der Seite gerade. Je richtender das Mikrofon ist, desto weniger Pegel habe ich von der Seite, desto mehr Dämpfung habe ich von der Seite. Die Dämpfung habe ich hier angetragen, geht von der breiten Niere von etwa 4 dB. Wir reden also hier über ungefähre Durchschnitte der tatsächlichen MK-Kapseln, nicht über theoretische Werte, geht von der breiten Niere bei 4 dB bis zu 8, wo natürlich auf der Seite schon die 0 ist. Das heißt, hier habe ich eine Dämpfung im großen Frequenzbereich von über 30 dB. Ja, wie ist es bei einem anderen Parameter, der mir beschreibt, wie richtend ein Mikrofon ist? Das ist ein ganz wichtiger Parameter in der Praxis, gerade wenn wir über Filmton reden. Weil der beschreibt, wie groß ist der Unterschied zwischen alledem, was vor dem Mikrofon passiert, zu dem, was hinter dem Mikrofon passiert. Also vor dem Mikrofon Schauspieler, gewollt, hinter dem Mikrofon Set, ungewollter Schall. Und da erkennen wir ein ganz typisches Muster, was wir hier öfter haben, nämlich von der Kugel bis zur Superniere haben wir einen Anstieg der Richtwirkung. Die Superniere ist bei diesem Parameter ganz klar das am meisten richtende Mikrofon. Bei der 8 ist dies nicht der Fall. Das heißt, hier haben wir durch diese Gegenphasigkeit und bei der rückwärtigen Keule der 8 und der Gleichphasigkeit der positiven Phase der Kugel den Fall, dass sich bei der Superniere im hinteren Halbfeld fast genau aufhebt, während bei der 8 natürlich der volle Pegel erhalten bleibt. Das heißt, die 8 ist in dem Sinne kein richtendes Mikrofon mehr. Bei der Diffusfelddämpfung ist es ein bisschen anders, aber auch hier sehen wir, dass die Richtwirkung steigt bis zur Superniere und dann wieder etwas geringer wird bei der 8. Die Diffusfelddämpfung ist nichts anderes hier als das Bündelungsmaß. Auch das ist hier wieder grob für einen Frequenzbereich angegeben, also ungefähr 1 Kilohertz. Das sind relativ nahe der Schulbuchwerte. Und auch hier sieht man wieder, was die offene Niere zum Beispiel hier für eine Zwischenrolle einnimmt zwischen diesen bekannteren Kapseln. Wir haben uns das mal in der Praxis angeschaut, wie wir das klanglich wiederfinden wollen und haben diesen Vergleich gemacht, wo die Kapseln tatsächlich parallel zueinander aufgenommen wurden, simultan. Und haben wir alle Kapseln dabei gehabt, von der MK2 bis zur MK8, zusätzlich noch ein Richtrohr sogar, um die Extreme hier aufzunehmen. Da haben wir diesen Raum hier gewählt, das ist die Hochschule für Musik in Karlsruhe, nicht weit von hier. Und ich habe schon hier in dem Raum mal gehört gestern, es ist nicht allzu deutlich hier, weil dieser Raum, der Wolfgang Riem Forumsaal, es doch einen relativ starken Nachhall hat, der auch ähnlich zu dem Nachhall hier in diesem Festsaal ist. Das heißt, hier hört man fast mehr Nachhall als diffusen Hall. Deshalb eignet es sich nicht so gut, um es hier darzustellen. Aber ich mag dazu einladen, das hier auf der Webseite tatsächlich mal selber zu hören mit Kopfhörer. Da kann man diese Unterschiede sehr, sehr gut nachvollziehen. Und was man dann auch zu hören bekommt, ist tatsächlich, dass das Bündelungsmaß natürlich nur ein Wert bei einer Frequenz ist. Und
der sagt mir nichts über den Klang aus. Wenn ich über den Klang rede, dann muss ich mir natürlich den Frequenzgang anschauen. Und das ist gerade im Diffusfeld eine spannende Sache, weil im Direktfeld, im Freifeld ist der Unterschied marginal zwischen allen Kapseln. Jetzt mal die Bassdämpfung beiseite gelassen, aber im gesamten restlichen Frequenzbereich ist da eigentlich alles relativ gleich. Deshalb muss ich, wenn ich über Klanggestaltung rede, über das Diffusfeld reden. Also wie klingt der Raum? Da haben wir die Kugel mit dem abfallenden Diffusfeld im oberen Frequenzbereich durch Druckstau. Und das ist die breite Niere. Sieht man vollkommen andere Natur. Ich habe hier im oberen Frequenzbereich deutlich mehr Pegel bei der breiten Niere als bei der Kugel. Und das macht auch sofort den Klangunterschied natürlich aus, den ich hören kann. Die Beliebtheit der Kugel hat viele Gründe. Einer der Gründe ist auch, dass sie in diesem Parameter, in diesem Aspekt ganz anders ist als die anderen Kapseln bei uns. Mit diesem abfallenden Frequenzband bei hohen Frequenzen, der in vielen Räumen wahrscheinlich sehr gewünscht ist. Also die breite Niere macht das Gegenteil fast davon. Die schaut eigentlich, dass sie die Verluste im Raum aufholt, statt noch mehr zu dämpfen, und ist unser transparentestes Mikrofon, was wir gleich noch sehen werden. Und dann gehen wir graduell mit dem Pegel runter. Wir sind hier bei der offenen Niere. Die Farben passen nicht ganz, wie man sieht. Das ist die Niere in Blau. Nochmal ein bisschen weniger Pegel, aber sehr, sehr ähnlich zu den anderen zwei Druckgradientenempfängern, ne? Hier haben wir jetzt haben wir erst die Niere. Also breite Niere, offene Niere, das war die Superniere. Jetzt sind wir bei dem am meisten gerichteten Mikrofon erster Ordnung, die Superniere, wo wir hier ja ungefähr bei dem Theoriewert 5,9 dB landen im mittleren Frequenzbereich. Man sieht, oben haben sie alle denselben Anstieg im Diffusfeld. Wir holen hier ein bisschen Verluste im Raum auf. Das ist durchaus gewollt, ist aber tatsächlich auch ein Design Aspekt, weil gerade hier funktioniert der Druckgradient nicht mehr. Wir haben ja ein Laufzeitglied, sprich Laufzeit, und in eine Laufzeit passt immer eine Wellenlänge rein. Und wenn die zu klein wird, dann wird aus dem Druckgradientenempfänger ein Druckempfänger mit Druckstau. Ja, ganz anders ist es bei der 8. Seht ihr die hellblaue Kurve? Die 8 hat tatsächlich kein Laufzeitglied mehr und weniger Probleme damit oder weniger Eigenschaften in dieser Richtung. Die hat schon wieder ein bisschen andere Klangfarbe hier. Ja, eine andere Methode noch, zeige ich auch nur kurz, weil ich hier auch eine Klangdemo dazu hatte, ist der Dezanzfaktor. Das heißt, ich kann natürlich diesen theoretischen Abfall im Diffusfeld kompensieren, indem ich weiter weg vom Mikrofon gehe. Und damit steigt er wieder. Das heißt, je nachdem, wo ich mich befinde, können dann alle Mikrofone dasselbe Verhältnis zwischen Direkt- und Diffusschall haben. Ich kann also mit einer breiten Niere zum Beispiel einen halben Meter weiter weggehen als von der Kugel, wenn die Kugel 1 Meter entfernt von mir steht. Mit der Superniere fast doppelt so weit weg. Das ist also ein bisschen sowas wie die Reichweite des Mikrofons. Auch das haben wir mal hörtechnisch überprüft. Hier sieht man ungefähr, was da rauskommt, wenn wir das rein hörtechnisch nachempfinden. Haben wir einfach versucht, die direkt zu Diffusverhältnisse stabil zu haben für alle Mikrofone. Was man dann hört, ist ganz interessant, und ich lade euch nochmal sehr herzlich ein, das nochmal zu Hause zu hören. Was man dann hört, ist tatsächlich, dass man das Bündelungsmaß isoliert hat. Das heißt, was übrig bleibt, ist tatsächlich der Klangfarbenunterschied im Diffusfeld. Wir haben hier die MK2 gewählt, das heißt, das Direktfeld ist ungefähr gleich für alle Kapseln, bis auf die Basswiedergabe, aber die spielt jetzt keine so große Rolle bei diesem Klangsignal. Also da hört man ganz stabil isoliert, was bleibt noch an Klangfarbenunterschied übrig. Auch das ist hier eine Demo und man kann da wunderbar umschalten zwischen allen diesen Mikrofonen.
Ja, mehrmals erwähnt schon, was stimmt, wie sind die Unterschiede genau im Basspegel bei den verschiedenen Mikrofonen. Woher kommt der Unterschied? Ganz klar, wir haben hier wieder den generellen Unterschied zwischen dem Druckempfänger und dem Druckgradientenempfänger. Der Druckgradient ist natürlich sehr viel kleiner, weil er über ein sehr, sehr kleines Laufzeitglied einen Unterschied in der Phase messen muss. Das heißt, dieser Unterschied ist proportional zur Frequenz, sehr klein für kleine Frequenzen. Das wird dementsprechend natürlich aufgeholt, aber inhärent haben die Druckgradientenempfänger immer noch einen entsprechenden Bassabfall, der natürlich auch mit steigendem Achteranteil zunimmt. Was natürlich jetzt uns zugutekommt, ist der Nahheitseffekt, weil auch dieser nimmt mit steigendem Achteranteil zu. Das heißt, ich kompensiere genau das, was mir hier fehlt, mit dem Nahheitseffekt. Vielleicht ungefähr bei 1 bis 1,40 Abstand wird genau dieser Basspegel hier kompensiert durch den Nahheitseffekt. Deshalb finde ich es eigentlich sehr, sehr weise, gar nicht so aus Versehen, dass dieser Basspegel hier so ist, weil der relativ natürlich das abbildet, was ich tatsächlich will. Und ich höre ganz selten eigentlich, heute beim Jean-Marie war das auch sehr spannend, ganz selten, dass hier der Filter angelangt wird bei Benutzung der MK-Kapseln. Eigentlich ist es ideal, man lässt es am Mischpult in Ruhe und macht nur mit dem Gain den Unterschied. Das ist nicht immer der Fall, weil wir wollen manchmal auch im Freifeld von sehr weit weg einen Ebenenfrequenzgang haben. Was wir dann machen, ist, wir können den Filter in die Hand nehmen und wir haben es tatsächlich auch im digitalen Mikrofon implementiert. Für jede dieser Kapsel existiert im digitalen Mikrofon ein Preset, mit dem ich genau diesen Bassabfall kompensieren kann. Hier haben wir den Nahheitseffekt nochmal angetragen für die MK4. Das heißt, über 10 dB Unterschied zwischen dem Freifeld und 10 Zentimeter. Wir haben gerade gesehen, es waren, glaube ich, 5 dB Basspegelabfall bei 40 Hertz. Das heißt, dieser Effekt wird mehr als aufgeholt im Nahfeld. Ich habe jetzt zum Abschluss des Teils über die Richtcharakteristik mal was gemacht, was mir PowerPoint hier zur Verfügung stellt, was eigentlich sonst verschrien ist, nämlich schöne Morphing-Effekte. Aber dadurch wird einem schon relativ gut klar, wo Gemeinsamkeiten sind zwischen den MK-Kapseln und wo Unterschiede. Wir nehmen jetzt nämlich mal die MK2 und gehen immer mehr in Richtung der MK8. Also wir fügen immer mehr Richtwirkung hinzu und schauen uns an, wie die Frequenzgänge sich verändern. Also bei der MK2, bei der Kugel, haben wir unten natürlich keine Richtwirkung. Alle Richtungen sind gleich. Wir sehen hier 0, 45 Grad, 90 Grad, 135, 180, also einmal schön auf einer Seite ums Mikrofon rum. Zusätzlich noch die gepunktete Diffusfeldlinie. Und ja, ab ungefähr 1 Kilohertz beginnt der Druckstaueffekt oder die Abschattung. Das heißt, aus der Kugel wird ein richtendes Mikrofon. Jetzt gehe ich mal zur Breitenniere, MK21. Und man sieht sehr schön, was passiert, nämlich dieses richtende Mikrofon, was wir bei der Kugel nur im oberen Frequenzbereich haben, erstreckt sich jetzt über den gesamten Frequenzbereich. Und zwar relativ dieselbe Richtwirkung bei allen Frequenzen. Die MK21 ist wahrscheinlich das transparenteste MK-Mikrofon. Genau aus diesem Grund, weil die Richtwirkung im oberen Frequenzbereich, da wo es ganz schwierig ist, die Kapsel so zu bauen, dass sie das macht, was wir wollen, und im unteren Frequenzbereich, wo das sehr einfach ist, weil das sehr gut matcht. Ich gehe nochmal zurück zur Kugel und nochmal zur MK21 Breitenniere. Da sieht man schön, wie die Richtwirkung zunimmt und der obere Frequenzbereich eigentlich recht stabil bleibt. Jetzt fügen wir noch mehr Richtwirkung hinzu mit der MK22 offene Niere. Was wir hier sehen,
nicht viel. Es wird etwas mehr Richtwirkung. Man sieht es am stärksten bei 180 Grad, wo natürlich deutlich mehr Dämpfung erreicht wird. Das macht aus der breiten Niere, die ein super Hauptmikrofon ist, eine offene Niere, die ein super Stützmikrofon ist, ein Solistenmikrofon, was ich auch in Sachen Crosstalk im Orchester behaupten kann. Was wir außerdem sehen, und zwar bei glaube ich, allen MK-Kapseln, und das sieht man auch ganz gut in der Animation, ist, dass die Kurven, wenn nicht perfekt parallel, dann zumindest nicht überlappend sind in einem sehr großen Frequenzbereich bis fast 15 Kilohertz. Hier nochmal bei der breiten Niere und bei der offenen Niere. Das heißt, die Kurven sind in einem sehr großen Frequenzbereich genau stetig abfallend, sodass wir sagen können, ich habe eigentlich immer ein stetig richtendes Mikrofon bei allen Frequenzen. Und das ist ein ganz großer Qualitätsparameter. Jetzt werden wir noch mehr richtend. Die MK4 hat natürlich eine 0, und zwar von hinten. Deshalb müssen wir hier die Y-Achse ein bisschen erweitern und kriegen eine große Dämpfung bei 180 Grad. Ansonsten, die anderen Richtungen werden stärker richtend. Wir sehen hier die Fußfeldanhebung bei etwa 10 Kilohertz und ansonsten auch wieder die sehr schönen parallelen Linien. Wenn wir jetzt zur Superniere gehen, vertauschen sich die 135 und die 180 Grad Kurve. Und die oberen Kurven sinken noch ein bisschen nach unten, weil das meisten richtende Mikrofon von uns ist. Ja, und was jetzt passiert, ist natürlich das, was wir vorher schon beim Diffusfeld gesehen haben, nämlich die Natur des Mikrofons ist ein bisschen anders, wenn das Laufzeitglied anders gestaltet ist oder ganz wegfällt bei der MK8. Das ist jetzt hier die 8. Wir haben vorne relativ viel Richtwirkung. Bei der 90 Grad haben wir dann die 0 und wir haben überhaupt keinen Alias-Effekt oder Übergangseffekt mehr jetzt durch das Laufzeitglied. Es geht also stabil bis 20 Kilohertz. Die hohen Frequenzen fallen früher ab, aber wir haben einen vollkommen parallelen Verlauf der Frequenzkurven. Ja, um den Übergang zum Hauptthema dieser Tagung zu schaffen, habe ich mal ein ganz wichtiges Thema dazu genommen, was stark mit der Richtcharakteristik zu tun hat. Und wir reden ja hier über Richtcharakteristik der MK-Kapseln. Und wenn es darum geht, ein Mikrofon auszuwählen für ein Mikrofonarray, dann ist dieser Effekt einer der wichtigsten. Nämlich, wenn ich zwei Mikrofone habe, wie klingen die im Stereopaar oder im Pärchen innerhalb eines immersiven Arrays? Da ist es natürlich ganz wichtig, wie ist die Abbildung, klar, aber noch viel wichtiger, wie klingen sie zusammen? Da ist hauptsächlich der Raumklang gemeint und der wird sehr stark von der sogenannten Diffusfeldkorrelation bestimmt. Jetzt haben wir schon ein paar Mal heute dieses Wort gehört. Kanäle müssen dekorreliert sein, höre ich immer wieder. Man muss da aber differenzieren. Wenn wir zwei Kanäle dekorrelieren wollen, dann passiert es immer nur im Diffusfeld, nicht im Direktfeld. Im Direktfeld wollen wir nicht dekorrelieren, da wollen wir eine Phantomschallquelle haben und die ist korreliert mit 1. Also wir reden hier nur über das Diffusfeld. Und da ist es so, je richtender das Mikrofon ist, desto mehr Diffusfeld-Dekorrelation bekomme ich. Das heißt, desto besser wird das Ganze. Je mehr ich Kugeln verwende, desto mehr Probleme habe ich hier. Natürlich kann ich dann meterweise auseinandergehen, dann bin ich wieder dekorreliert, klar. Aber wenn ich eine 8 verwende, dann funktioniert es auch bei 0 Zentimeter Abstand. Das ist immer ein bisschen das Missverständnis, was einige im Kopf haben, da mag ich ein bisschen aufklären. Das sieht man ganz schön hier nochmal in diesem Diagramm. Da habe ich nur koinzidente Mikrofonpärchen. Da gibt es keine Frequenzabhängigkeit. Ich habe auf der X-Achse den Öffnungswinkel und den Korrelationsgrad auf der Y-Achse. Jetzt ist es von der Richtwirkung abhängig, was ich für eine Korrelation bekomme. Bei der Kugel ist es natürlich immer
1, weil ohne Abstand sind 2 koinzidente Mikrofone Mono. Wenn ich eine Niere verwende, dann wird es schon ein bisschen besser. Ich habe das klassische Nieren-XY hier bei 90 Grad verwendet. Ich habe aber immer noch eine sehr große Diffusfeldkorrelation von 0,75. Das heißt, Nieren-XY klingt langweilig. Das wissen wir auch inzwischen. Und deshalb kann man das durchaus in der Wahrnehmung nachvollziehen, was ich hier sehe. Wenn ich zum Beispiel 2 Achter nehme, das sogenannte Blumlein-Setup, dann bin ich bei Korrelation 0 im Diffusfeld. Ideal für einen Raumklang. Natürlich habe ich andere Nachteile. Direktabbildung mit einer 8 Gegenphasigkeit ist nicht so dolle und auch die Klangfarbe der 8 muss man mögen. Meine Lieblingsanordnung für Stützmikrofone, zum Beispiel im Chor oder im Bläser-Ensemble, ist ein Supernieren XY. Perfekt niedrige Diffusfeldkorrelation, perfekte Abbildung, in dem Fall 100 Grad Aufnahmewinkel, genauso wie ORTF und perfekt niedrige Diffusfeldkorrelation. Ich kann dies auch selber ausrechnen. Für die, die es kennen, der Image Assistant bietet einem die Möglichkeit, das selber zu probieren. Die Adresse ima.schöps.de sollte man dazu ausprobieren. Da kann man ganz schön auch sehen. In dem Beispiel seht ihr hier ein Supernieren XY mit ein bisschen Abstand. 10 cm habe ich hier gewählt. Man sieht hier niedrige Korrelation der Superniere im XY-Pärchen. Und hier oben, wegen dem kleinen Abstand, wird die Korrelation dann ganz 0. Ja, gehen wir weiter. Warum ist das wichtig? Warum erzähle ich das hier? Weil wir natürlich über immersive Arrays reden. Und genau hier habe ich mal 2 ganz gegensätzliche Anordnungen wirklich gegenübergestellt. Auf der linken Seite ein typisches Setup mit richtenden Mikrofonen, kleinere Abstände, also relativ kleine Abstände. Und auf der rechten Seite mal ein typisches beliebiges Kugelarray aus 9 Kugeln. Und wo sind jetzt hier die Unterschiede? Ich habe natürlich richtende Mikrofone auf der einen Seite und Kugeln auf der anderen Seite. Das heißt, viele werden jetzt sagen, Klangfarbe. Da stimme ich auch voll und ganz zu. Über Klangfarbe brauchen wir nicht streiten, zumindest was der einzelnen Mikrofone angeht. Wenn wir über Diffusfelddekorrelation reden, dann ist allerdings ein großer Vorteil bei den richtenden Mikrofonen, wie schon eben erwähnt. Wir haben hier eine ideale Diffusfeldkorrelation von nahezu 0 bei allen diesen Pärchen, weil eben hier viele Supernieren und Nieren beteiligt sind, die in andere Richtungen schauen. Und durch die Abstände wird es dann nochmal besser. Bei der Kugel ist es anders. Da habe ich bei tiefen Frequenzen auch wieder ein Monosignal, weil wenn die Wellenlänge groß ist, dann ist einfach auch ein 1 Meter Abstand nicht mehr vorhanden. Wo man das ganz schön sieht, ist, wenn man sich mal so eine Impulsantwort anschaut von so einem Array. Also ich habe einfach Direktschall und Erstreflexionen in einem Aufnahmeraum, Shoebox simuliert und das wiedergegeben über die Lautsprecher in einem 5.1.4 System. Und dann kommt dieses Ergebnis raus. Man sieht also, der Direktschall ist auf wenigen Lautsprechern, auf den anderen stark unterdrückt. Ich habe also eine sehr stabile Direktschall-Phantomschallquelle. Bei den Erstreflexionen ist es nicht anders. Ich habe sehr stabile, sehr diskrete Signale aus verschiedenen Richtungen. Das heißt, ich habe hier sicherlich, und das wissen auch die, die OCT oder OCT Surround oder OCT 3D schon gehört haben, ich habe hier ein sehr natürliches, fast schon zu natürliches Klangbild, wo ich die Notenpulte greifen kann. Ganz anders ist es bei einem Kugelarray. Bei einem Kugelarray habe ich diese Impulsantwort. Das heißt, ich habe sehr viel Direktsignal auf allen Lautsprechern. Wir sprechen natürlich hier von einem Kugelarray, zugegebenermaßen, was relativ niedrige Abstände hat im Vergleich zum Orchester jetzt. Das wird natürlich ganz anders bei anderen größeren Arrays. Aber dieses Array bietet mir die Herausforderung, dass ich überall Direktschall habe, aber auch den Riesenvorteil,
dass es sehr schnell diffus wird. Und das heißt natürlich, ich habe sofort einen wunderschönen Klang, den ich mit jedem Stützmikrofon mischen kann. Das ist wie ein natürliches Hallgerät, was ich hier vorfinde. Gerade in halligeren Räumen das Mittel der Wahl. Es wird spektakulär, der Klang, es wird übernatürlich und gerade im Verhältnis mit Stützmikrofon gut. Und weiterer Vorteil auf dieser Seite, wie erwähnt, wenn ich dieses ganze Decca-Tree größer mache, mitten ins Orchester stelle, dann kommen ja eben zusätzliche Pegeldifferenzen dazu. Das heißt, ich hole mir die Vorteile von hier wieder rein, habe die gute Klangfarbe und deshalb sehen wir solche Arrays heute ganz häufig. Und dieses ist auch eines der beliebtesten Mikrofon-Array, sozusagen ein Riesen-Decca-Tree oder ein Polyhymnia-Array oder dergleichen. Ja, das war's schon zum Thema Richtmikrofon. Die Colette-Serie verbindet meine beiden Vortragsteile hier eigentlich ganz gut. Wir kommen jetzt zum digitalen Mikrofon und ein paar Gemeinsamkeiten zum ersten Teil wird es jetzt hier auch geben, weil das digitale Mikrofon tatsächlich ein paar Sachen kann, die das analoge Mikrofon nicht kann. Wir haben schon erwähnt, die automatische Entzerrung zum Beispiel von verschiedenen Kapseltypen ist hier eins von den Beispielen. Ich habe es überschrieben mit einzigartig, aber nicht für jeden und das ist tatsächlich auch ganz wichtig. Dieses Mikrofon soll nicht einfach nur deswegen verwendet werden, weil es super coole Technik ist es sicherlich, aber wir haben es nicht deswegen jetzt auf den Markt gebracht, weil wir es können, sondern wir haben es auf den Markt gebracht, weil Kunden es wollen. Und das ist ein sehr großer Unterschied. Deshalb haben wir bei diesem Mikrofon uns sehr viel Zeit gelassen mit der Entwicklung. Kollegen können es bestätigen, wir haben, glaube ich, vor über 10 Jahren angefangen oder sowas mit diesem Thema. Und wir haben uns sehr viel Zeit gelassen mit dem Beta-Test. Wir haben über 3 Jahre mit über 20 Kunden hier entwickelt und verbessert. Und es erst jetzt vor 2 Monaten auf den Markt gebracht, als die Leute gesagt haben, so ist es super und so brauche ich es, wann kriege ich es endlich? Ja, mal kurz ins Innenleben geschaut von einem digitalen Mikrofon. Eigentlich ist es nicht sehr spektakulär. Wir haben hier einen Analogteil, der relativ verglichen werden kann mit einem Analogteil eines Mikrofonverstärkers wie dem CMC6. Da wird der Pegel angepasst, dann geht es in eine AD-Stufe im Mikrofon. Das heißt, wir haben hier einen AD-Wandler. Wir verwenden kein Gain-Ranging, keine Mehrstufigkeit. Das heißt, es ist ein einziger AD-Zweig mit einem sehr hochwertigen AD-Wandler, der es schafft, die gesamte Mikrofondynamik der Kapsel in den digitalen Bereich zu überführen. Und hopp, dann haben wir den Digitalteil. Und hier sieht man den Prozessor, das heißt, hier findet nochmal die Signalbearbeitung statt, wenn man das denn will. Und da gibt es eine Menge davon. Wie gesagt, wir haben hier von Anfang an gesagt, wir wollen hier ein anwenderorientiertes Mikrofon. Und das ist einer der Anwender, ein ganz bekannter Oscar-Gewinner Simon Hayes, der ganz viele bekannte Blockbuster gemacht hat, James Bond etc., viele Live-Musicals mit Live-Gesang. Also er ist einer der Größten, dem es auf jedes Detail ankommt. Und er ist tatsächlich schon vor 3 Jahren zu Beginn des Beta-Tests voll auf eine voll digitale Signalkette umgestiegen. Also vom Mikrofon bis zum Rekorder ist bei ihm alles voll digital. Er arbeitet entweder mit dem schon bekannten digitalen Mikrofon Super CMT oder eben jetzt mit dem digitalen Colette-Mikrofon. Vorteil für ihn war auch, dass er natürlich seine Lieblingskapsel, die MK41, verwenden konnte. Andere Anwenderfotos, wir haben hier ein MS-Pärchen für eine Effektaufnahme aus digitalen Mikrofonen, auch im Beta-Test entstanden und hier auch eine Atmo-Szene im Wald. Ganz wichtig nochmal die Zielgruppe für das digitale Mikrofon, also wer soll sich nicht dafür interessieren? Es ist relativ
neu, dieses Thema, auch wenn es schon mal vorhanden war. Für Schnittstellenhersteller ist dieses noch nicht wirklich vorhanden. Da gibt es sehr viele digitale Rekorder im Filmtonbereich, weil eben das Super CMT auch schon seit Jahren auf dem Markt ist. Und deshalb bieten viele mobile Rekorder diese Schnittstelle an. Aber im Konzertbereich ist es nicht so verbreitet. Deshalb muss man schon sagen, es hilft schon, wenn ich eine AS42-Schnittstelle habe. Das hilft sehr bei der Verwendung dieses Mikrofons. Wenn ich keine habe, dann kann ich mir natürlich eine kaufen. Wir haben so ein kleines Böckschen natürlich auch als Zubehör, aber bei 8 Mikrofonen macht es schon keinen Spaß mehr, so 8 Böckchen rumliegen zu haben. Und dann brauche ich auch noch ein Interface mit 8 Sample Rate Convertern, also da wird es schon ein bisschen kopfwehmäßig. Im Filmtonbereich ist es ganz anders. Die arbeiten mit 1 bis 4 Mikrofonen und da gibt es ganz schön viel Rekorder. Auch, wie wir eben gesehen haben, drahtlose Sender, die bereits die Schnittstelle unterstützen. Im Augenblick 3 verschiedene Marken sogar. Ja, und welche Features will ich denn haben? Natürlich die Dynamik. Die Dynamik ist aber eigentlich auch mit dem analogen Mikrofon da, halt mit aussteuern. Das heißt, zwischen einem 5-fachen Pianissimo bei Bruckner und einem 5-fachen Fortissimo, auch bei Bruckner, muss ich den Gain-Regler benutzen. Und Bruckner macht es einem manchmal schwer. Also da muss man schon vielleicht in der Pause mal drehen. Sonst hat das analoge Mikrofon nicht die Fähigkeit, die Dynamik einzufangen. Das digitale Mikrofon hat diese Möglichkeit, weil es die komplette Mikrofondynamik immer einfängt. Ja, die Einstreuungen sind gerade für die Filmtonkunden teilweise Grund Nummer 1, weil ich einfach keine Probleme mehr habe mit Einstreuungen. Dann die Presets, ich habe es schon erwähnt, zum Beispiel die verschiedenen Kapselentzerrungen. Ich habe einen eingebauten Pad, einen Upmix-Algorithmus etc. etc. Und ganz wichtig sind auch die Ultraschallinhalte. Und das haben wir tatsächlich erst gelernt, was da tatsächlich aus einer MK-Kapsel rauszuholen ist. Das war uns vorher nicht wirklich so bewusst. Und ist ja gut, dass wir von den Beta-Testern so viel lernen können. Die haben uns gezeigt, wie gut das Mikrofon im Frequenzbereich über 20 Kilohertz sein kann. Und da hat das digitale Mikrofon wesentliche Vorteile. Ich weiß nicht, ob ich hier direkt schon verbunden bin, audiotechnisch. Wir probieren es mal. Ich komme erst auf den Frequenzgang. Hier habe ich mal den Frequenzgang abgebildet von 5 unserer axialen Kapseln, die ich eben auch gezeigt habe, und zwar bis 80 Kilohertz. Ihr seht, alle diese 5 Typen, die MK2 ist vielleicht noch die beste, die Kugel, aber auch die anderen haben hier einen sehr nutzbaren Pegel. Natürlich kommt der nicht von Haus aus der Kapsel. Ich habe hier einen Filter verwendet, der schaut so aus. Der ist in diesen Kurven enthalten. Aber man kann diesen Filter verwenden, weil die Kapsel hat dort noch Signal und man kann das anheben, ohne dass man sich zu viel Rauschen einfängt. Das ist der große Vorteil im digitalen Mikrofon. Das hat einer der Beta-Tester, und zwar der Nathan Smith, auch nochmal hier demonstriert. Verschiedene Sounddesign-Samples aufgenommen, also Testsignale aus seinem täglichen Sounddesigner-Leben und zum Beispiel ein Messerwetzen. Und das Entscheidende ist, dass er natürlich die Signalinhalte braucht bei hohen Frequenzen, weil er sie runterpitcht. Das heißt, mit niedrigerer Geschwindigkeit laufen lässt. 2-fach verringert, 4-fach verringert. Und aus 80 Kilohertz wird dann 20 Kilohertz. Aus 40 Kilohertz wird dann 10 Kilohertz. Das heißt, mitten im hörbaren Frequenzbereich. Und das hört man sehr, sehr gut beim digitalen Mikrofon. Ich rate euch sehr, das mal anzuhören. Ich habe es jetzt mal beispielhaft hier nochmal gezeigt, diesen Frequenzbereich in so einem Spektrograph. Da habe ich so ein typisches Signal. Das ist, glaube ich, genau dieses Messerwetzen vom Nathan Smith. Und hier ist der Frequenzbereich 20 bis 80 Kilohertz. Das heißt, wir haben hier Pegel. Wir haben hier Pegel, den ich nutzen will, weil das wird ein super Soundeffekt, wenn ich den mit 4-fach verringerter Geschwindigkeit laufen lasse. Ich habe allerdings gleichzeitig hier dieses Hauptsignal bei etwa 2 Kilohertz mit riesigem Pegel.
Das heißt, was mache ich am Mikrofonvorverstärker in so einem Fall? Ich muss natürlich den Pegel runterdrehen. Ne? Das heißt, schauen wir uns mal an, was das digitale Mikrofon macht. Auf der linken Seite Grundrauschen, das habe ich mal durch diese Krissellinie veranschaulicht. Auf der rechten Seite den maximalen Schalldruck, hartes Clipping. Hier habe ich noch keinen Clips, passt wunderbar rein ins digitale Mikrofon. Beim analogen Mikrofon habe ich weniger Pegel, weil der Mikrofonvorverstärker hat nicht so viel Dynamik, der AD-Wandler hat auch nicht so viel Dynamik. Wir reden hier mal von der durchschnittlichen Signalkette. Ne? Das heißt, was muss ich machen, damit es hier nicht klippt? Ich muss mein Gain runterdrehen, damit verschiebe ich das Dynamikfenster nach rechts. Jetzt klippt es nicht mehr. Und ich wäre normalerweise mit diesem Signal zufrieden, weil ich höre jetzt diese 2 Kilohertz wunderbar. Aber der Ultraschallbereich ist weg. Das heißt, bei dieser Aufnahme kann ich nichts mehr retten. Dieser Bereich ist durch jeden Equalizer der Welt für immer verloren. Und das ist eben im digitalen Mikrofon anders. Ich habe hier keine Dynamikeinschränkung, auch bei den höchsten Frequenzen. Und das macht es zu einem ganz, ganz wesentlichen Tool für Sounddesign. Ja, zum Abschluss noch, wie bediene ich das Ganze? Wir haben uns schon vor 2 Jahren darüber unterhalten, als wir frohen Mutes waren, dass wir es bald präsentieren werden. Deshalb langweile ich mal nicht mit Details, aber ihr könnt euch vielleicht erinnern, dass das mit einer App geht und akustisch gesteuert wird. Das heißt, man braucht hier kein extra Interface zu kaufen. Das geht ganz einfach mit einem akustischen Signal und das Mikrofon stellt sich dann um. Ich gebe hier noch die Seriennummer ein, dass sich nicht alle Mikrofone gleichzeitig umstellen. Und dann weiß ich aber ganz genau, was im digitalen Mikrofon stattfindet, weil das komplette Inhalt der App wird dann übertragen aufs Mikrofon. Das heißt, ich weiß immer genau, was im Mikrofon für ein Setting ist. Das kann jetzt hier Gain sein, Pad, Low Cut, Upmix, Peak Limiter, Entzerrung, Sample Rate, Pad, was ihr auch immer wollt, kann alles von der kostenlosen App eingestellt werden. Ja, zum Abschluss, wie gesagt, das ist ein anwendungsorientiertes Unternehmen gewesen. Ich zeige noch mal ein Foto vom Simon Hayes hier, der das schon vor 3 Jahren hier bei diesem Film verwendet hat. Das war der letzte James-Bond-Film. Und sein entscheidendes Argument war die MK41, die Superniere, die er verwenden wollte. Und er brauchte sich keine Gedanken mehr zu machen über das Aussteuern. Das war ein wichtiger Grund für ihn, hier umzusteigen. Und für genau solche Anwendungen ist es sehr sinnvoll, für andere wiederum hat es mehr praktische Nachteile dann im Interfacing als Vorteile, würde ich sagen. Das war's schon. Vielen Dank.